Herzlich willkommen bei Tanz im Herzaugenblick, die Lektionen von einem Kurs in Wundern. Wir sind heute bei Lektion 49. Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Wir legen heute also gemeinsam das Problem frei und bringen es somit mit der Antwort zusammen. Am Anfang schließen wir wieder unsere Augen und schauen, dass wir gut in unserem Körper ankommen. Und zur Einstimmung können wir uns vorstellen, wie wir umschwirrt sind von all diesen vielen Problemen. Und da ist noch ein Problem und dort ist noch, und der hat ein Problem und die hat ein Problem und ich habe ganz ein anderes Problem und tausende Probleme überall. Und dann stelle dir vor, wie diese vielen Probleme rund um dich zu einem einzigen Problem geordnet werden. Es gibt nur noch ein Problem. Und dieses können wir anschauen. Das kannst du ansehen. Und in dieser Vorfreude von dieser Ordnung und dass dieses Problem gelöst wird, beginnen wir uns nun zu bewegen. Wir beginnen unsere Hüfte zu bewegen in der liegenden Acht oder im Kreis und werden immer weiter und ausladender mit diesen Bewegungen, sodass auch unser Kopf mitkommt und die Arme, die baumeln ganz einfach locker den Körper hinunter. Und dann werde wieder langsamer, kleiner in den Bewegungen. Lass alles wieder in der Hüfte zusammenkommen. Die ganzen Bewegungen, bis sich nur noch deine Hüfte bewegt und bis auch diese zum Stillstand kommt. Und dann fühl diese Lebendigkeiten in deinem Körper, wie sie durch ihn hindurchkribbelt, Füße hinauf bis zum Kopf hinaus und wieder vom Kopf hinein und hinunter zu den Füßen und in die Erde. Spüre diese Verbundenheit und diese Lebendigkeit, das weit außerhalb von deinem Körper ist. Und dann rollen wir noch unsere Schultern mit dem Einatmen vorne hoch und mit dem Ausatmen hinten hinunter. Und hier alles abgeben und locker lassen und loslassen. Und dann beuge noch leicht deine Knie. Schau, dass du gut auf der Erde stehst, gut in deinem Körper angekommen bist. Und dann öffnen wir unsere Augen. Der heutige Körperausdruck zu der Lektion: Lass mich das Problem erkennen. Und hier merken wir, die Probleme, die sind in unserem Kopf, hier in unseren Gedanken. Und wir ordnen sie. Wir bemerken, wie sie geordnet werden. Lass mich das Problem erkennen. Und dann bemerken wir, es ist noch ein Problem hier. Und dieses greifen wir und nehmen es heraus und erkennen es. Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Nochmal.
Spüre diese Wohltat hier, wenn du deine Probleme ordnest. Lass mich das Problem erkennen. Und dann schnappst du es, siehst es an, damit es gelöst werden kann. Es scheint hier auf der Erde 8 Milliarden Menschen zu geben und x Billionen, Billiarden Probleme. Aber in Wirklichkeit gibt es nur ein Problem. Das steht heute alles ausführlich in der Tageslektion, von der Verwirrung der vielen Probleme um uns. Und dass es in Wirklichkeit nur ein Problem der Trennung gibt. In der Übung heute geht es darum, uns von den verschiedenen Arten von Problemen zu befreien, das einzige Problem zu erkennen und nach der Lösung zu fragen. So machen wir es nochmals gemeinsam. Lass mich das Problem erkennen. Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Es geht darum, dass wir dieses Problem offenlegen hier, damit es gelöst werden kann. Und dabei geht es nicht darum, dass wir das Problem definieren. Wir haben ja überall Namen gegeben für jedes Problem. Nein, heute definieren nicht wir das Problem. Wir beurteilen nicht, wir geben keine Namen, wir suchen nicht aus der Vergangenheit nach Erfahrungen, wir geben nicht selbst die Antwort auf das Problem. Wenn heute irgendwo ein Problem auftaucht, dann sofort nicht selbst Namen geben, sondern lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Und dann fragen wir nach dem Problem. Wir sagen zum Beispiel, Heiliger Geist, was ist das für ein Problem? Und dann lauschen wir. Spürst du es schon, wie das Offenlegen der Probleme, das Ordnen und dann das Offenlegen der Probleme Frieden bringt? Frieden und Klarheit. Den Heiligen Geist fragen und die Antwort wird kommen. Und morgen folgt die Fortsetzung. Nochmals Frieden und Klarheit durch diesen Tag.